Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute habe ich wieder einen wahren Kracher für Sie, zumindest für die meisten meiner Zuseher. Ich weiß, dass ich nicht immer den Geschmack jedes Einzelnen meiner Zuseher treffen kann, ist mir klar, aber mittlerweile kenne ich schon so halbwegs mein Publikum und weiß, was sie interessiert. Ich bin mir sicher, den Großteil meiner Zuseher wird auch das heutige Video interessieren. Ja, sehen wir uns das Ganze mal an. Designerrassen. Das ist ein Ausdruck, der Ihnen mit Sicherheit bekannt ist. Designerhunde. Ja. Was sind Designerhunde? Und das sind Hunde, die für ein gewisses Ziel erschaffen werden, die gewisse Aufgaben zu erfüllen haben. Und diese Aufgaben sollen sie besser erfüllen als die Ausgangsrassen, woraus die bestehen. Also Designerhunde sind zumeist Mixe aus zwei schon bestehenden Hunderassen. Ja. Verschiedene Sparten, wo die erschaffen werden, diese Designerhunde. Zum Beispiel bei der Jagd. Hier in Mitteleuropa gibt es viele Jäger, die schwören auf den Heideterrier. Das ist eine Designerrasse. Ein Mix aus Erdil-Terrier und deutscher Jagdterrier, der sich für gewisse Jagdarten besonders eignet. Besser als der Erdil-Terrier und besser als der deutsche Jagdterrier. Tolle, interessante Hundetype. Hunderasse kann ich nicht sagen. Doch auch die Polizei hat ihren eigenen Designerhund. Da spricht man vom X-Mali oder vom X-Herder. Da wird mit Malinois oder Hollandse Herdershunds herumexperimentiert und ich weiß aus sicherer Quelle, dass da draußen X-Malis herumlaufen, wo ein Elternteil einen Malinois und der andere einen American People Terrier darstellt. Ich weiß, dass das so ist, auch wenn es verneint wird. Ja. Thema Arbeitshunde. Auch da gibt es Designerrassen. Über eine dieser Designerrassen habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Video gebracht, über den Catahoula Bulldog, der ein solch ein Designerhund ist. Der ist ein Mix aus American Bulldog und Catahoula Leopard Dog. Das sind beides exzellente Farmerhunde, doch mit dem Catahoula Bulldog versucht man die Eigenschaften, welche dieser Hund für diese Arbeit besonders eignen, einen Hund zu schaffen, der das noch besser kann. Toller Hund. Thema Familientauglichkeit, auch da wird designt. Wir haben den Golden Doodle, den Labradoodle und so weiter. Da gibt es unzählige Designerhunde heutzutage, die extra für besondere Familientauglichkeit erschaffen werden. Und last but not least, also nicht zu vergessen, ist natürlich auch das Thema Personenschutz. Schutzhund, auch da gibt es Designerhunde, womit wir schon beim heutigen Hund sind, beim Bane Dog. Das ist ein Hund, der für solch ein Thema erschaffen wurde. Nur geht es heute nicht um den ursprünglichen Bane Dog. Der Begriff Bane Dog, der ist ja nicht erst seit einigen Jahren da, den gibt es ja schon lang. Bane Dog bedeutet eigentlich nichts anderes als Kettenhund. Früher wurden Hunde, zumeist große, starke Hunde, die oft stundenlang oder permanent an der Kette im Hof lagen und wachten, als Bane Dogs bezeichnet, diese armen Geschöpfe. Doch auch große, starke Großwildjagdhunde nannte man Bane Dogs. Doch heute geht es um eine andere Art Bane Dog, um einen Bane Dog, der speziell in den 90ern einen wahren Siegeslauf in den Rotlichtszenen Europas und Amerikas begonnen hat. Um diese Art Bane Dog geht es heute. Ich habe schon mal ein Video gebracht über die Lieblingshunde der Red Light Districts. Ja, da ging es um den Dobermann und den Pitbull. Und ich weiß, dass speziell in Österreich der Dobermann lange Zeit der Hund Nummer 1 von Leuten, die im Rotlichtbezirk geschäftlich tätig war. Ja. Das war eine lange Zeit der Dobermann. Ich kannte einige Menschen, die sich dort ihr Geld verdienten und Dobermänner besaßen. Doch irgendwann hörte man aus Amerika von einem extrem leistungsfähigen, starken kleinen Hund, den American Pitbull, und der übernahm dann das Feld statt des Dobermanns in den Rotlichtbezirken Europas. Für kurze Zeit, denn schnell erkannte man, dass sich dieser kleine, sehr starke, tolle Hund nicht für alle Unternehmungen eignete. Ja, er hatte
häufig keinen oder nur sehr schwach ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Die Antwort auf dieses Problem machte ebenfalls aus Amerika Kunde in die Rotlichtbezirke Europas, die die Masse und den Schutztrieb eines Molossers hatten und ähnliche Leistungsfähigkeit wie American Pitbulls vorgewiesen haben. Diese Bain-Dogs, die erreichten die Betreiber und Beschäftigte der Vergnügungsviertel Europas. Das waren große, schwere, starke Hunde, die da die Pits ablösten. Die zwar, wie ich schon vorher gesagt habe, toll waren, wie man von ehemaligen Strizis hören kann, sich aber für gewisse Unternehmen nicht eigneten. Der Bain-Dog allerdings, der tat das. Ja, jetzt ganz was Wichtiges, liebe Zuseher, ganz was Wichtiges. Bevor ich hier mit dem Video fortfahre, möchte ich Folgendes besonders betonen, nur damit wir uns da gleich richtig verstehen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Der Besitz eines Hundes, welcher als Bain-Dog zu bezeichnen ist, der bedeutet selbstverständlich nicht, dass dessen Besitzer in der Rotlichtszene beschäftigt ist. Das ist ganz klar. Schauen Sie, bei unserem Platz hatte ein Rechtsanwalt einen Bain-Dog. Das sei nur erwähnt für Leute, die gern mal und gleich von gewisse Klientel sprechen. Nun, was sind diese Bain-Dogs, von denen ich heute spreche hier, für Hunde? Das sind Mixe, nichts anderes. Ein Elterntier dieser Bain-Dogs stellt zu 99,9% immer entweder einen American Pitbull Terrier oder einen American Staffordshire Terrier dar. Es mag auch Bain-Dogs geben, wo ein Elterntier einen Standard Bull Terrier oder gar einen Staffordshire Bull Terrier darstellt. Aber zumeist ist es so, dass Vater oder Mutter, zumeist ist es die Mutter, einen American Pitbull Terrier oder einen American Staffordshire Terrier darstellt. Der andere Part des Bain-Dogs ist immer ein Hund vom Typ Molosser. Groß, schwer, stark ausgeprägter Wach- und Schutztrieb. Das sind zum Beispiel Bullmastiffs, Cane Corsos, Mastinos, Feelers, aber auch Rottweilers oder Ridgebacks gelten da als zugelassen beim Mix mit dem Bull Terrier, damit das Ergebnis als Bain-Dog zu bezeichnen ist. Einen Standard für diese Hunde gibt es natürlich nicht. Zu umfangreich sind die Kreuzungen dieser Hunde und auf einen Standard hat man es hier auch nie abgesehen gehabt. Liebe Zuseher, ich sage Ihnen was, Bilder von tollen Bain-Dogs, so wie ich sie in Erinnerung habe, ich habe einige gesehen, gibt es sehr wenig im Netz, welche lizenzfrei sind. Ich hatte da eine Idee. Ich kann mich an einige Bain-Dogs erinnern. An einen, von dem ich Ihnen erzählen möchte, ganz besonders. Ich habe mir da im Internet ein KI-Programm, ein AI-Programm heruntergeladen und habe versucht, anhand meiner Erinnerungen Bilder von Bain-Dogs zu erstellen. Das ist mir ganz gut gelungen, denn das Ergebnis zeigt Ihnen jetzt gleich Hunde, die fast 1:1 so aussehen wie die Bain-Dogs, die ich gekannt habe. Ich zeige Ihnen da jetzt mal einige. Das letzte Bild, das ich Ihnen zeige, handelt von einem Hund, den ich recht gut kannte. Und da möchte ich Ihnen dann noch eine Geschichte dazu erzählen. Also wie gesagt, ich blende da jetzt Bilder ein, dass Sie sich ein Bild machen können, wie Bain-Dogs aussehen können. Ja, aber die Gesamterscheinung dieser Hunde. Also das sind immer übermittelgroße Hunde. Ich sage mal, die bewegen sich ab 60 cm Schulterhöhe aufwärts. Hat aber irgendwann mal seine Grenze. Ich sah noch nie einen Bain-Dog mit über 75 cm Schulterhöhe. Dafür sorgt der eine Part, der den Bull Terrier darstellt. Allerdings sind diese Hunde zu 99,9% kurzhaarig, außer ein Rottweiler hat mitgespielt mit etwas längeren Fellen. Diese Hunde sind meistens massig, weit massiger als der Bull Terrier, etwas schlanker als der massige Molosser, falls der andere Part nicht einen Ridgeback dargestellt hat. Sie sind alle äußerst gut bemuskelt, haben zumeist Schlappohren
Rosenohren. Ich sah aber auch schon einen Bandog mit Stehohren. Charakterlich, auch da ähneln sich diese Hunde und ich sage Ihnen was. Eigenartigerweise ist es so, dass bei Kreuzungen von Molosser-ähnlichen Hunden mit Bull-Terrier-Rassen diese absolute und überzeugte Beißhemmung Menschen gegenüber völlig fehlt. Also ich sagte schon mal, ich glaube, ich habe das schon öfter erwähnt, dass ich mir mit keiner Hunderasse bei der Schutzarbeit so schwer getan habe wie mit American Pitbull Terrier, generell mit Bull Terrier Rassen, da die, wenn es wirklich um Personenschutz geht, nicht leicht zum Beißen zu bringen sind, im Vergleich zu anderen Hunden. Ja. Selbstverständlich gibt es auch bei den Bull Terriern Ausnahmen, Hunde, die da derartig voll aufs Gas steigen, ja, dass man in Deckung geht, aber im Vergleich zu anderen Hunden oder klassischen Schutzhunden, ja, sind die Bull Terrier hier eher weniger dafür geeignet. Molosser allerdings sind das. Ja. Und diese Eigenschaft der Molosser wird eigenartigerweise bei diesen Kreuzungen zwischen Bull Terrier und Molossern, also diesen Bandogs, sehr stark weitergegeben. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja. Weshalb das so ist, was sich da abspielt bei diesen Genvermischungen und 9 von 10 dieser Bandogs einen sehr äußerst stark ausgeprägten Schutztrieb, eine Kampfbereitschaft vorzeigen, das weiß ich nicht. Aber irgendjemand ist da mal draufgekommen, der da herumexperimentiert hat, bevor der Bandog, so wie er im Rotlichtviertel gerne unterwegs war, das Licht der Welt erblickt hat. Und das hat sich dann herumgesprochen. Deswegen hat man das dann weitergeführt. Ja, ist so. Das sind tolle Familienhunde, wenn sie gekonnt gehalten werden. Das sind aber nicht nur körperlich, sondern auch charakterlich starke Hunde. Ja, also dieses, wie soll ich sagen, Bull Terrier laufen ja oftmals herum wie Clowns. Ja, ob das ein Pit ist oder ein Standard Bull Terrier oder ein Amstaff und so weiter. Würden sie die Welt durch die rosarote Brille sehen. Ja, so kommt mir das vor. Molosser wiederum sind häufig sehr ernst. Nicht immer, auch die haben ihren Spieltrieb, gar keine Frage. Auch denen geht manchmal, geht es manchmal durch, ja, und die geben Gas in diese Richtung. Aber sie sind im Vergleich zu den Bull Terrier Rassen meistens weit seriöser unterwegs. Dieses Ernste fehlt diesen Bandogs meistens. Ja, auch die sind locker unterwegs. Das Ganze ist aber gepaart mit einer häufig ausgeprägten Kampfesbereitschaft. So habe ich sie erlebt. Das bedeutet nicht, dass ein Bandog da draußen, wenn sie einem Bandog über den Weg laufen, automatisch zur Attacke übergeht. Das ist nicht so. Aber diese Hunde sind stets dafür bereit. Die Bandogs, die ich gekannt habe, waren das. Die hatten die Neigung dazu. Ja. Ist so. Schauen Sie. Tolle Hunde mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, mit wahnsinniger Power, recht Molosser-ähnlich. Meiner Meinung nach ähneln sie den großen, schweren Part der beiden Eltern mehr als den Bull Terriern. Und das tun sie auch wesenstechnisch. Doch sind sie feuriger als der typische Bullmastiff, der typische Cane Corso, der typische Feeler. Also hier gibt ihnen der Terrier, der im Bull Terrier drinnen ist, etwas mit. Ja. Also es ist meiner Meinung nach eine ziemlich brisante Mischung der Charakter dieser Bandogs. Und das dürften eben die Leute, die diese Hunde gezielt erschaffen haben, bemerkt haben, weshalb sie sie auch erschaffen haben und weshalb diese Hunde ihren Weg auch im Rotlichtviertel gegangen sind. Ja. Denn die wurden eben, und lügen wir uns gegenseitig nicht an, und ich weiß das, die wurden eben für gewisse Dinge gehalten. Ich zeige Ihnen jetzt einen Hund. Ich möchte nicht den echten Namen dieses Hundes nennen. Ich habe versucht, über dieses KI-Programm den Hund so zu entwerfen, wie er mir in Erinnerung ist. Ich sage mal Scott zu ihm. Ich weiß natürlich, wie er wirklich geheißen hat. Ich kenne seinen Namen. Ich kannte den Hund. Ich nenne ihn mal Scott. Der war im Besitz eines Herrn, den ich zu Zeiten kennengelernt habe, als ich noch kampfsporttechnisch aktiv war. Der hat eine Zeit lang bei uns im Dojo trainiert. Hatte nicht unbedingt den, gesellschaftsfähigsten Job. Ja, und vielen von Ihnen wird es jetzt die Haare aufstellen, aber warum soll ich sie anlügen? Der war Schuldeneintreiber am Gürtel in Wien.
also im Rotlichtviertel in Wien. Der Mann war 1,95 Meter groß und 1,95 Meter breit und ich sage Ihnen was, mit Vorsicht zu genießen, obwohl er Ihnen gegenüber, ja, wenn Sie sein Freund waren, wenn Sie ihn kannten, auf Wienerisch gesagt, der grodeste Michel war, also der ehrlichste Mensch war. Mit Sicherheit in vielen Situationen mehr Ehre, Respekt, ja, Ihnen gegenüber gezeigt hat, als das viele Menschen tun, die auf solche Leute mit dem Finger zeigen. Also das sage ich Ihnen. Ja. Also da können sich einige Gutbürgerliche etwas absehen diesbezüglich. Ja, ich spreche in der Vergangenheit von ihm, da sich dieser Herr, den ich ja recht gut leiden konnte, mit dem ich auch gern trainierte, Mitte der 90er erhängt hat. Also der hat Selbstmord verübt. Genaue Geschichte weiß ich nicht, weshalb das war, hat mit seinem Job zu tun. Arbeitsunfall, weiß es nicht. Ich habe das aber erst 5 Jahre später zugetragen bekommen und habe mir sehr leid getan. Ich lernte ihn in den frühen 90ern, lernte ich ihn kennen, 91 oder 92. Und der hatte einen Bane-Doggy. Ich nenne ihn mal Scott, der sah so aus. Beeindruckend, ja? Vertrauen Sie mir, ich würde dieses Bild zu 95% ähnlich zum echten Scott bezeichnen. Das habe ich gemacht. Natürlich habe ich kein echtes Foto von diesem Hund. Die Mutter war eine große American Staffordshire Terrier Hündin und der Vater war ein Bull Mastiff. Den Bull Mastiff sieht man ihm relativ gut an, möchte ich sagen. Lieber Zuseher, dieser Bane Dog, das war ein Mannstopper. Das war ein Mannstopper. Er hat mir das erste Mal von diesem Hund erzählt beim Training. Ich war natürlich Feuer und Flamme, ich wollte den Hund sehen. 2 oder 3 Wochen später, ich weiß noch, der hatte einen GMC, so einen schwarzen, ich glaube Typhoon heißt dieser Wagen, so ein amerikanischer Pickup, aber mit Kabine, so eine Biturbo-Maschine. Ich weiß nicht, wie viel Kubik der gehabt hat, aber weit über 300 PS. Wahnsinnsgerät, ja, Wiedersehen. Und kam mit einer Begleiterin, scheinbar eine Dame, die für ihn arbeitete, keine Ahnung, kam der aufs Training, die draußen mit dem Hund blieb, während wir trainierten. Ja, ging mich nichts an, ja, musste selbst wissen, was er tut. Ging mit dem Hund spazieren und so weiter. Nach dem Training, nach dem Duschen sind wir raus und ich sah mir den Hund an. Ein Mannstopper mit Vorsicht zu genießen, ein Kraftpaket, den man schon im ersten Augenblick gesehen hat, mit dem darf man sich nicht spielen. Ich kann Ihnen eine kurze Geschichte erzählen von Scott, die mir sein Besitzer erzählt hat, und zwar hat er mir gesagt, hat er da mal einen Job zu erledigen und bei brisanten Jobs hat er immer den Hund mit. Sein Hund war bekannt in der Szene. An diesem Tag ließ er in ein Auto drinnen, bewegte sich in ein Lokal hinein, wo es zu Schwierigkeiten kam. Entbrannte eine Diskussion, die verlagerte sich nach draußen vor dem Lokal, wo sein Auto gestanden ist mit Scott drinnen. Ja, also in dem Auto war eine Lederausstattung und so, das möchte ich noch kurz vorher sagen. Also Scott saß auf der Rücksitzbank, sah beim Fenster raus. Vor dem Lokal kam es zu einer kurzen, aber sehr heftigen Auseinandersetzung. Und nachdem das vorbei war, das Ganze bereinigt war, wie auch immer, wollte er in das Auto einsteigen und mit Scott wegfahren. Und als er das Auto aufgesperrt hat, traute er seinen Augen nicht. Ja. Dachte er, ihm trifft der Schlag. Scott, weil der aus dem Auto nicht raus konnte, um seinen Herrchen zu helfen, zerbiss in seiner Verzweiflung die komplette Inneneinrichtung dieses Autos. Ja, und das war ein wunderschönes Auto. Er sagte mir, der hat ihm derartige Ecken-Scherzungen, ja, aus der Nackenstütze, aus der Auflagefläche vom Sitz, aus der Bank herausgefetzt, aus Zorn, weil er aus dem Auto nicht raus kann, um seinen Herrchen zu helfen. Also der stieg da ein und das Auto war ja, mit Leder- und Schaumstofffetzen vollgefüllt. Ja, Sie können sich vorstellen, wie erfreut er da war. Ja, ich sah diesen Hund öfter, konnte aber nie Freundschaft mit ihm schließen. Er war zu misstrauisch. Ich kann Ihnen nur sagen, dieser Hund war ein Mannstopper. Ja, Bane Dogs. Interessante Designerrasse. Interessanter Hund. Für wen wären diese Hunde geeignet? Sollten Sie mal die Möglichkeit haben,
auf einen Hund zuzugreifen, der als Bandog zu bezeichnen ist, also ein Hund, dessen Elternteile aus einer Bull Terrier Rasse und einem Molosser bestehen, dann rechnen Sie mit einem wahnsinnig starken, leistungsfähigen Hund, der zu 90% auch ausgeprägten Wach- und Schutztrieb zeigt. Ja. Sportliche Hunde, wahnsinnig kräftig, sehr, sehr leistungsfähig, aber sehr ausgeprägter und starker Wach- und Schutztrieb. Nicht unbedingt für Menschen geeignet, die neu in die Materie eintauchen und sagen, ich möchte einen großen, starken Hund haben. Diese Hunde neigen dazu, ihnen charakterlich davon zu laufen. Einen Hund mit 55, 60 Kilo pure Muskelmasse, also mit 70 Kilo Gewicht zum Beispiel, auf 70 cm Schulterhöhe, der nicht wirklich gut funktioniert und gern mal tut, was er möchte. Das ist alles andere als einfach zu führen, liebe Zuseher. Vertrauen Sie mir. Also da können schon einiges an Probleme auf Sie zurollen. Also ein toller Hund, meiner Meinung nach nur für Leute geeignet, die körperlich absolut fit sind, geistig absolut fit sind, sich mit der Materie Hunde wirklich gut auskennen, ja, wissen, was sie da an der Leine haben, nämlich einen Hybriden zweier wahnsinnig starker Hunde, der schon mal aufs Gas treten kann. Ja. Das ist meine Meinung zum Bandog, liebe Zuseher. Gefallen sie mir? Selbstverständlich. Diese Hunde sind wunderschön. Würde ich mir einen nehmen? Unter gewissen Umständen eventuell ja. Würde ich. Ja, ja, liebe Zuseher, das war der Bandog. Ich hoffe, dieses Video hat den Nerv der meisten oder aller meiner Zuseher getroffen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.